Hello, 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 hello. Hi. Guten Abend. Oh, so many wonderful people. So viele wunderbare Menschen hier. I have to look around me Ich muss mich jetzt mal umschauen, to see if Elvis Presley is here. ob der Elvis Presley irgendwo hier ist. Thank. Good. You get whatever you need here now. Okay? Okay, now where do you want the furry? Okay, good. I am so very thankful that you came out of your home tonight to be with me. I'm very thankful. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr euer Haus verlassen habt, um heute Abend mit mir zusammen hier zu sein. I wanted to be with you now and not any closer to Christmas time. Ich wollte zum jetzigen Zeitpunkt mit euch zusammen sein und nicht näher noch an Weihnachten. Because you need to be with your families and you need to have joy at Christmas. Ihr müsst nämlich an Weihnachten mit euren Familien zusammen sein und euch freuen. Sometimes I am funny, Manchmal bin ich lustig drauf, but most of the time my message is serious to you. aber größtenteils ist meine Botschaft ernst, die ich an euch richte. So after the 15th of December, I will not give any more talks. Also ab dem 15. Dezember gebe ich keine Vorträge mehr, So everyone can have fun. damit ihr euch freuen könnt. I was in the Christmas Kindelmarkt today in Nuremberg. Heute habe ich den Nürnberger Christkindlesmarkt besucht. We had a few minutes that we could walk around. Ein paar Minuten Zeit hatten wir zum Spazierengehen. And a feeling came over me. Und ein Gefühl hat mich erfasst. And I want to talk to you about this tonight. Und über dieses Gefühl möchte ich heute Abend euch etwas erzählen. I see things. Ich kann die Dinge sehen That's part of my job. und das gehört zu meiner Aufgabe. You know why I'm here. You already know that. Ihr wisst ja alle schon bereits, weshalb ich hier bin. I am here because I love you. That's why I'm here. Ich bin hier, weil ich euch liebe. And the love it's hard to describe. Und diese Liebe lässt sich schwer beschreiben. It is an intimate love. Es ist eine vertrauliche Liebe. Very, very deep and passionate love. Eine sehr tiefe und leidenschaftliche Liebe, And it's always been there. die immer Always. schon da gewesen ist. And I love you as you are, just as you are. Und ich liebe euch so, wie ihr seid. And I don't come to you to speak on my own. Ich komme nicht zu euch, um alleine zu sprechen. If that were true, then you should go home and watch Fußball. Wenn dem so wäre, könntet ihr gerade so gut zu Hause Fußball schauen. I come because
God has asked me to come and tell you the truth. Ich komme hierher, weil Gott mich gebeten hat, hierher zu kommen und euch die Wahrheit zu sagen. No one is telling you the truth. Denn keiner sagt euch die Wahrheit. From the time you were born. Ab deinem Geburtstag. Yeah. I would say there's a few of you here Ich möchte sagen, einige von euch sind hier, who look to be over 30 years old. die älter als 30 Jahre aussehen. But all of your life, you have lived in the same story. Aber während eures ganzen Lebens habt ihr in derselben Geschichte gelebt. It's the only story in Deutschland. Das ist die einzige Geschichte, die es in Deutschland gibt. Everyone has to learn the story. Jeder ist verpflichtet, die Geschichte zu lernen. Everyone has to play the same game Jeder muss dasselbe Spiel spielen, to get along in Deutschland. nur damit man in Deutschland durchkommt. It's an all-new game, Es ist ein altes, neues Spiel. your Ahnen und Urahnen, they wouldn't know this game. Nee, es ist nur ein neues Spiel. Eure Ahnen und Urahnen kannten dieses Spiel nicht. But you don't live in the same land that they lived in. Ihr lebt jedoch nicht mehr im selben Land, in dem eure Vorfahren gelebt haben. Oh, the mountains and the fields and the rivers, they're the same. Die Berge, die Felder und die Flüsse, die sind noch immer dieselben. But nothing else is the same. Aber sonst eben nichts. And I look out over you. Wenn ich eure Köpfe sehe Before the evening is over, und ehe der Abend zu Ende ist, I will look at each and every one of you. habe ich jeden Einzelnen hier gesehen. You look like Germans. Ihr seht aus wie Deutsche. And you sit like Germans. Ihr sitzt auch so, wie Deutsche sitzen. But you don't act like Germans. Aber ihr verhaltet euch nicht wie Deutsche. You see, the story turned you from Germans Die Geschichte hat euch von Deutschen verdreht in, who loved everything about being German. also ursprünglich wart ihr Deutsche, die alles, was deutsch war, auch geliebt haben. To being anti-German, Und ihr wurdet verdreht in Antideutsche, who's afraid of yourself. die Angst vor sich selber haben. You cannot believe how sad this makes me. Ihr könnt gar nicht glauben, wie traurig mich das macht. You can't believe how sad it makes God. Und ihr könnt auch nicht glauben, wie traurig Gott dadurch ist. He has given you great abundance. Gott hat euch eine große Fülle geschenkt. He has given you the most beautiful land on earth. Er hat euch das schönste Land auf Erden geschenkt. He has made you attractive and intelligent people. Er hat aus euch attraktive, intelligente Menschen gemacht. He has put in your heart family and peace and joy. In euer Herz hat er den Familiensinn, den Frieden und die Freude reingelegt. But you live as if you were pitiable losers. Ihr lebt aber so, als ob ihr bemitleidenswerte Verlierer seid. There's a huge gap between who you are Es besteht ein riesengroßer Abstand zwischen dem, wer ihr seid, and who you think you are. und wer ihr glaubt zu sein.
This is Bletchley Park. Und das ist die Folge von Bletchley Park. It's not your fault. Ihr seid nicht daran schuldig. I looked around at the Christmas market today. Ich habe mir den Christkindlmarkt angeschaut heute. The Germans were quiet Die Deutschen waren still and respectful, respektvoll. but I had the feeling Und ich hatte das Gefühl, that they were homeless people dass ich es mit heimatlosen Menschen zu tun habe. in their own land. In ihrem eigenen Land heimatlos. There were other people at the Christmas market, Da gab es noch andere Menschen, die den Christkindlmarkt besuchten. and they were loud. Lautstark. And they were pushy. Und rumgeschubst haben sie. And the Germans were quiet. Und die Deutschen waren still. Walking down the aisles. Sind die Gänge entlang geschlichen. When I used to spend time in Berlin, Als ich Zeit in Berlin zugebracht habe, I always got the same feeling habe ich auch dasselbe Gefühl bekommen. when I would ride the S-Bahn and the U-Bahn and the bus. Egal, ob ich mit der S-Bahn, der U-Bahn oder mit dem Bus gefahren bin. Now stay with me. Stay with me. Aufpassen. And the German Frau would be sitting next to the window on the bus. Eine deutsche Frau saß neben dem Busfenster im Bus. And three very loud Arabic immigrants would come onto the bus. 3 sehr laut lärmige arabische Immigranten betraten den Bus. Speaking a crude Arabic. Und sie haben ein hässliches Arabisch gesprochen. And all the Germans on the bus, or the S-Bahn, or the U-Bahn, would do this. Und alle Deutschen, die in S-Bahn, U-Bahn oder dem Bus saßen, haben sich folgendermaßen verhalten. Take their bag, put it on the chair next to them, Ihre Tasche haben sie auf den leeren Platz neben sich gelegt and they would look out the window. und zum Fenster haben sie rausgeschaut. And they would stay looking out the window. Und sie haben weiterhin rausgeschaut. But they never said a word. Aber nie haben sie nur ein Wort gesagt. Not a word. Kein Wort. Like the Christmas market today. Es war so wie auf dem heutigen Christkindlmarkt. We're not talking about immigrants. That's not what we're talking about. Die Rede ist nicht von den Einwanderern. My nation is nothing but immigrants. Meine Nation besteht ja nur aus Einwanderern. That's not the topic. Darum geht es heute The nicht. topic is you Ihr seid das Thema. being homeless in your own land. Ihr, die heimatlos sind in eurem eigenen Land. Like you were renting from somebody Als ob ihr Pächter oder Mieter von jemand anderem seid. in your own land. Noch dazu in eurem eigenen Land. I don't think you know who you are. Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wer ihr seid. That's why you don't act like Germans. Und deshalb verhaltet ihr euch nicht, wie Deutsche sich verhalten. You don't dare act like Germans. Ihr wagt es nicht mal, euch wie Deutsche zu verhalten. The police would pay attention to you. Der Polizei würde dir auffallen. You might lose your job. Vielleicht würdet ihr eure Arbeitsstelle verlieren. Your neighbor would stop talking to you. Euer Nachbar würde nicht mehr mit euch sprechen. If you really loved being German, Wenn ihr wirklich es lieben würdet, Deutsche zu sein. so God has sent me here tonight to you.
Gott hat mich also heute Abend hierher geschickt zu euch, to tell you this. um euch Folgendes zu sagen. You didn't create yourself. You didn't do it. Ihr habt euch nicht selbst geschaffen. You were not a mistake in the back seat of a car. Ihr wart auch kein Fehler im Rücksitz eines Autos, also ein Missgeschick. God created you. Es war Gott, der euch geschaffen hat. And he did so because he wanted to create you. Und das hat er gemacht, weil er euch erschaffen wollte. He had a place for you. Gott hatte einen Platz für euch. You are not superior to others, Ihr seid den anderen nicht überlegen. but he has made you to be different than others. Er hat euch jedoch geschaffen, um anders zu sein als die anderen. He has put in you talents Er and abilities. hat euch Talente und Fähigkeiten geschenkt. He has given you the best mind in the world, the very best. Er hat euch den allerbesten Verstand in der ganzen Welt gegeben. He has given you creativity. Er hat euch Schöpferkraft gegeben. God owns all of the world and the universe. He owns it. Gott besitzt alles in der Welt und im Universum. And he needed you to be just like he created you to be. Und Gott braucht euch genauso, wie er euch geschaffen hat. And when he finished creating you Und als er euch fertig erschaffen hatte and your mother and father and your grandmother and grandfather all the way back, when he finished creating you, und als er auch Vater und Mutter von euch und die Großeltern von euch erschaffen hatte, he said, "It is very good." sagte er, und es ist gut. He was proud of what he created. Es ist sehr gut. Er war stolz auf sein Geschaffenes. And I am to come and ask you, Und ich soll kommen, um euch zu fragen, why aren't you proud of what he created? und warum seid ihr denn nicht stolz auf das, was Gott geschaffen hat? What is all this guilt about? Warum habt ihr so viel Schuldbewusstsein? All this shame about? Warum so viel Scham? All this fear about? Warum so viel Angst? It's not part of you. Das gehört euch nicht, gehört nicht zu euch. He wants you to be proud of who he created you to be. Gott will, dass ihr stolz seid auf das, was er in euch geschaffen hat. And he wants to know tonight why you're not proud. Und heute Abend möchte Gott von euch erfahren, weshalb ihr nicht stolz seid. What did he create you to be? Als was hat er euch geschaffen? Deutsche. Als Deutsche. Not zweite Klasse Europäisch, not zweite Klasse Amerikanisch, not zweite Klasse anything, but erste Klasse Deutsche. Ihr seid weder Zweitklass Europäer, noch Zweitklass Amerikaner, noch Zweitklass irgendwas, sondern erstklassige Deutsche. Now he has examined you closely. Gott hat euch sehr genau untersucht. He is the judge, the highest judge in the world. Gott ist der Richter, der höchste Richter in der Welt. And he has examined you. Und er hat euch erforscht. And he's made up his mind. Und er ist zu einem Schluss gekommen. He's decided to judge you. Er hat beschlossen, euch zu richten. And I'm to bring you the verdict. Und ich soll euch den Richterspruch überbringen. Are you ready? Seid ihr bereit dafür? Not guilty. Nicht schuldig. That's what God says. Das sagt Gott.
if I came here and said, God said, Wenn ich hierher käme und sagte, Gott hat gesagt, and he didn't say, ohne dass er es gesagt hat, I would be dead right now. wäre ich sofort tot. He will not tolerate me speaking anything but the truth. Gott duldet es nicht, dass ich irgendein anderes Wort sage, außer der Wahrheit. Did you hear the verdict? Habt ihr den Richterspruch vernommen? It's final. Das ist endgültig It's forever. und gilt für immer. Not guilty. Nicht schuldig. That's right. If you're going to applaud him, not me. Applaudiert Gott, nicht mir. It's fine. Thank you for that. So what does that mean? Was bedeutet das? That means the story is wrong. Es bedeutet, die Geschichte ist falsch. The modern German story Die Geschichte des modernen Deutschen is wrong. ist verkehrt. It was meant to control you, Sie diente dazu, euch zu beherrschen, to make you feel guilty, euch Schuld einzujagen, to make you feel small euch klein werden zu and lassen weak und schwach and confused. und verwirrt. And it worked. Und es hat funktioniert. But who wrote the story? Wer hat denn diese Geschichte geschrieben? You didn't write it. Ihr habt sie nicht geschrieben. Your worst enemies wrote the story. Eure schlimmsten Feinde haben die Geschichte geschrieben. And in order to protect their image in the world, Und um ihr Bild in der Welt zu beschützen, they took their own sins haben sie ihre eigenen Sünden verwendet and they put them on you. und auf euch draufgepackt. They wrote a fiction novel. Sie haben einen erfundenen Roman geschrieben, In which they were the heroes forever and ever. sie waren auf alle Ewigkeit die Helden. And you were always the Bösewicht. Und euch ist immer die Rolle des Bösewichts geblieben. They could do no wrong. Die haben überhaupt nie was falsch machen können. You couldn't do any right. Aber ihr habt auch nie was richtig machen können. And forever and ever. Und so soll es bis in Ewigkeit So sein. you always have to pay. Daher müsst ihr immer zahlen. If one of you went out here tonight and said, I'm going to steal a car, Wenn heute Abend einer rausgeht und sagt, ich stehle jetzt ein Auto, but you only got a little way and the police caught you, aber ihr kämt nur ein kurzes Stück weit weg und die Polizei erwischt euch, you would go before the judge, müsstest du vor den Richter treten. a human judge. Ein menschlicher Richter. You ever steal a car before? Du hast noch nie vorher ein Auto You gestohlen. say, no, first time. Das war die erste Frage. Nein. He'd say, fine. You have to go to prison for 2 years. Dann sagt der Richter, gut, dann musst du jetzt 2 Jahre ins Gefängnis gehen. Then you have paid your debt Dann hast du deine Schuld beglichen and you'll be free. und bist wieder frei. But the Allies have said, you are never free. Die Alliierten jedoch sagten, ihr werdet nie frei sein. So that they can always be innocent, Damit sie immer die Unschuldigen bleiben können you have to always be guilty. und ihr immer die Schuldigen sein müsst. That's the story. So lautet die Geschichte. You can't be trusted Man kann euch einfach nicht vertrauen, because you're German. weil ihr Deutsche seid. But they can always be trusted. Aber ihnen kann man immer vertrauen. Now, to bring you the truth, I have to take you along with me on a journey. Um euch die Wahrheit nahezubringen, muss ich euch mitnehmen auf eine Reise.
We were in a car park down under today, a car park. Wir waren in der Tiefgarage heute. And there was a German woman with her baby. Und wir sahen dort eine deutsche Frau mit ihrem Baby. And it was a struggle, as it is for all mothers, a struggle. Sie hatte gerade viel zu tun. Es war wie ein Kampf, den jede Mutter erlebt. The baby is wiggling and kicking. The car door won't open. Everything is a mess. Das Baby strampelt und schimpft und die Autotür öffnet sich nicht und alles ist durcheinander. Bletchley Park and the Allies in the story. Bletchley Park und die Alliierten in der Geschichte. They cut you off from your forefathers entirely. You cut you off. Haben euch komplett abgeschnitten von euren Vorfahren. They cut you off from everything that they did and focused everything on what you did. Sie haben euch komplett abgeschnitten von all dem, was sie selber angestellt haben und euch fokussieren lassen auf das, was ihr getan habt. But they also cut you off from your own heart. Und sie haben euch obendrein von eurem eigenen Herzen abgeschnitten. I tell people I want them to love themselves and each other. Ich sage den Menschen, dass ich möchte, dass sie sich selbst lieben und einander lieben. And Germans turn to me and say, William, we don't know how to love. Und die Deutschen wenden sich an mich und sagen, William, wir wissen nicht, wie wir lieben sollen. Not really love. Wie wir wirklich lieben sollen. Something's missing. Uns fehlt was. It's not your fault. Das ist nicht eure Schuld. We not only cut you off from your own families, Wir haben euch nicht nur abgeschnitten von euren eigenen Familien, but we cut you off from yourself. sondern auch von euch selbst abgeschnitten. Mitgefühl. Mitgefühl. The ability to feel deeply. Mitfühlen können ist die Fähigkeit, tief fühlen zu können. For somebody who is innocent and is treated badly. Und zwar für jemand, der unschuldig ist und dem übel mitgespielt wird. They have been hurt Sie wurden verletzt, without a reason. ohne Grund. And you feel deeply for them. Und du hast tiefes Mitgefühl für sie. You can feel what they're going through. Du kannst mitfühlen, durch was sie alles durch müssen. And you want to do something Und du möchtest was unternehmen, because they were innocent. weil sie unschuldig waren. We made that small in you. Das haben wir in euch ganz klein gemacht. We wanted your head to be full Wir wollten, dass ihr den Kopf voll habt and your heart to be empty. und ein leeres Herz. God loves you. Gott liebt euch. He never betrayed you. Er hat euch nie betrogen. I love you. Und ich liebe euch. Now you have to learn to love yourself Und jetzt müsst ihr lernen, euch selbst zu lieben and then others, und dann andere zu lieben. even your neighbor. Auch deinen Nachbarn. Well, maybe not your neighbor. I don't know. Vielleicht noch nicht der bei dir nebendran. Now stay with me. I don't think that you know how to feel Mitgefühl or Mitgefühl Ich glaube nicht, dass ihr wisst, wie Mitgefühl geht. with the Germans who came before you in the World War. Mit den Deutschen, die vor euch gelebt haben im Weltkrieg. Bletchley Park said
These were evil people, people who loved to kill other people. That's what Bletchley Park says. Die Bletchley Park-Operateure behaupten, das waren eure Vorfahren, waren böse Menschen. That's a lie. Das ist eine Lüge. The same heart that is in you, Dasselbe Herz, was in dir schlägt, a German heart, das deutsche Herz, is in them. ist auch in ihnen. You say, William, did you mean to say it was in them? Du fragst, William, möchtest du etwas sagen? Es war in ihnen oder es schlug in ihnen? No, I said it is in them. Nein, das meine ich nicht. Ich sagte, es ist in ihnen. I went to the Rhine and I told Lisa and I told the German nation about the Rhine-Wiesenlager. Also ich bin zum Rhein gegangen und Lisa und ich erzählten den Deutschen von den Rheinwiesenlagern. Nobody knew about it Keiner wusste davon. because you couldn't ask questions. Ihr durftet nämlich keine Fragen stellen. You couldn't feel with these 800,000 Germans who died. Und ihr konntet nicht mitfühlen mit den 800.000 Deutschen, die gestorben sind dort. 40% of them were children, Von denen 40% Minderjährige waren. and they died in the gray, brown, slimy mud of the Rhine River. Und sie starben in dem grauen, braunen, schlüpfrigen Schlamm in der Nähe des Rheins. They were murdered Sie wurden ermordet by neglect durch Vernachlässigung. because they were German. Nur deshalb, weil sie Deutsche waren. And you were not allowed to mourn for them. Und man hat es euch nicht erlaubt, um sie zu trauern. You could mourn for foreign people. Natürlich durftet ihr für ausländische Menschen trauern. In fact, you were forced to mourn Noch dazu seid ihr gezwungen worden, für sie zu trauern. for foreign people Ja, für die Ausländer, who you didn't know. die ihr nicht mal kanntet. But you were forbidden to mourn for your own people. Aber man verbot es euch, eure eigenen Leute zu betrauern. That is because the foreign people were above human. Above. Daran, dass die Ausländer übermenschlich waren. And the German is below human. Und die Deutschen waren die Untermenschen oder untermenschlich. The foreigner is the angel, Der Ausländer als Engel and the German is the cockroach. und der Deutsche ist die Kakerlake. Simple story. Einfache Geschichte. When Lisa and I told the German nation about the Rhine-Wiesenlager, Als Lisa und ich der deutschen Nation über die Rheinwiesenlager erzählten, we got 5 death threats in the first week. kamen in der ersten Woche bereits 5 Morddrohungen bei uns ein. William, why did you tell the Germans? William, wie konntest du den Deutschen sagen, They were never supposed to know. was in Bletchley Park geschah, das sollten die niemals erfahren. Ever. Nie. We have them under control. Wir haben sie jetzt unter Kontrolle. We manipulate them. Wir manipulieren sie. We use them. Wir verwenden sie. And they are silent. Und sie halten den Mund. Like in the Christmas market or on the bus or in the S-Bahn. They're always silent. Ob es nun der Christkindlmarkt ist, im Bus oder in der S-Bahn. Immer sind sie still. If they're anything at all, they're obedient. Wenn überhaupt sie etwas sind, dann sind sie gehorsam. They're the best cash cow in the world. Und sie sind der beste Zahlesel in der ganzen Welt. William, why did you tell them the secret? Why? William, wie konntest du ihnen dieses Geheimnis verraten? I thought you were one of us. Wir haben gemeint, du gehörst zu uns. I told you because I love you. Habe ich euch schon gesagt, weil ich euch liebe.
And nobody else would tell you. Und niemand anderer würde es euch sagen. So 62,000 of you came to the Rhine. 62,000 of you. 62.000 Deutsche sind an den Rhein gegangen. And for the first time in 76 years, we mourned Germans. Und zum ersten Mal in 76 Jahren haben wir Deutsche betrauert. There's a lot of beautiful Friedhof around Germany. Man kann sehr viele schöne Friedhöfe im ganzen deutschen Land sehen. But they're for the British. They're for the American. They're for the French. Das sind die Gräber der Briten, der Amerikaner und der Franzosen. Where's yours? Und wo sind eure Kriegsgräber? 800,000 murdered Germans and there's no grave. 800.000 ermordete Deutsche und es gibt kein einziges Grab für sie. So we walked that Rhine. Wir sind am Rhein entlang gelaufen. I promised the people they would be protected. Ich habe den Menschen versprochen, dass sie beschützt werden sollen. And they were protected. Und sie wurden beschützt. And they mourned openly Und sie haben offen getrauert for Germans that they didn't even know. für Deutsche, die ihnen nicht mal persönlich bekannt waren. And you must learn how to feel again. Ihr müsst es lernen, wieder zu fühlen. These people who lived here in this land Diese Menschen, die in diesem Land gelebt haben, in 1941 and 1943 and 1945, 1941, 1943 und 1945, they are a part of you. sind ein Teil von euch. And you are a part of them. Und ihr seid ein Teil von ihnen. Millions of them died alone. Millionen von ihnen sind allein gestorben. Und in Todesangst, shaking with fear. Vor Angst zittern. You must feel what they felt in order to be human. Ihr müsst fühlen, was sie gefühlt haben, um menschlich zu sein. In order to be German. Um Deutsche zu sein. In order to be free. Um frei zu sein. So I'm going to share with you. Ich werde euch etwas mitteilen. Remember, I told you I saw a mother in the parking garage. Erinnert euch, wie ich euch sagte, dass ich die Mutter mit Baby in der Tiefgarage sah? Now let's talk about a mother who comes to Dresden in February of 1945. A mother. Und nun sprechen wir von einer Mutter, die im Februar 1945 auf Dresden zuging. You said, well, I can't relate to this. Du sagst, ja, mit der kann ich jetzt nichts anfangen. Then you know I love you. Ihr wisst, dass ich euch liebe. I want you to turn and look at the faces around you now. Do it now. Ich bitte euch, dass ihr die Gesichter, die um euch herum sitzen, nun anschaut. Especially the women's faces. Schaut besonders die Gesichter der Frauen an. Are you doing it? Macht ihr's? Well, that's exactly what the women of 1945 looked like. Und genauso haben auch die Frauen von 1945 ausgesehen. Not English, but dieselbe. Es waren nicht Englische, sondern dieselben. Nicht ähnliche, sondern dieselben. Jetzt habe ich es richtig verstanden. Here's what their life of one woman was like. Ich schildere euch jetzt, wie das Leben einer Frau aussah. She had to leave her home that she lived in for hundreds of years. Sie war gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, in dem sie hunderte von Jahren gelebt hat. The Russians were coming. Die Russen waren im Anzug. She went out on the road. Sie ist auf die Straße gegangen. People then had many children. Damals hatten die Leute noch viele Kinder. She had a baby. Sie hatte ein Baby. And holding the baby,
to her chest. und hat es an der Brust getragen. And behind her she had a 2-year-old, Hinter ihr lief ein 2-jähriges Kind, a 4-year-old boy, dann ein 4-jähriger Junge and a 6-year-old girl. und ein 6-jähriges Mädchen. Some had 5 children, 6 children. Manche von den Flüchtlingen hatten 5 oder 6 Kinder. She had not seen her man for 2 years. Ihren Mann hatte sie schon 2 Jahre lang nicht mehr gesehen. She forgot what he looked like. Sie hatte schon vergessen, wie er aussah. She forgot what his voice sounded like. Sie hat vergessen, wie seine Stimme klang. There were no men. Es gab überhaupt keine Männer mehr. There were 340,000 women. 340.000 Frauen waren da, On the road, die auf der Straße waren, joining the 150,000 women and children in Dresden. und die haben sich vereinigt mit den 150.000 Frauen und Kindern, die in Dresden schon waren. She hadn't washed her hair for 2 weeks. Diese Frau hat 2 Wochen lang keine Haare mehr gewaschen. It was dirty and gummy. Es waren schmierige Haare und schmutzige Haare. She had no diapers for the baby. Und an Windeln fehlte es ihr fürs Baby. She had to go get leaves off the ground Sie musste Blätter vom Boden to wipe the baby. aufklauben, um ihr Baby zu wischen. They were dirty, they were tired, and they were hungry. Die Flüchtlinge waren schmutzig und müde und hungrig. And the mother felt a great responsibility for her children. Die Mutter fühlte sich sehr verantwortlich für ihre Kinder, But she had nothing to give them. konnte ihnen aber gar nichts geben. They had to sleep on the ground night after night, and the ground was cold and wet. Sie mussten draußen auf dem Boden schlafen, Nacht für Nacht. Und das war ein kalter und nasser Boden. It was the kind of cold and wet that went right into the bone. Ja, so viel Kälte und Nässe, die ist direkt reingekrochen in die Knochen. And they couldn't sleep at night. Und nachts konnten sie nicht mehr schlafen. And the children cried and whimpered through the night. Die Kinder haben geweint und gewimmert während der ganzen Nacht. And the 4-year-old boy, Der 4-jährige Junge, he looked up at his mother. schaute hoch zu seiner Mutter. Mama, ich habe Angst. She could do nothing. Und sie konnte gar nichts machen. And the 6-year-old girl came up and held on to the back of her coat. Das 6-jährige Mädchen kam auf die Mutter zu und hielt sie an den Rockschößen fest. Mama, ich will nach Hause. And she couldn't do anything. Und sie konnte nichts machen. Mittellos, Arm. wehrlos. Verzweifelt und verloren. No one cared for them. Niemand hat sich um sie gekümmert. They had no protector. Es war kein Beschützer da. No one cared whether they lived or whether they died. Keiner kümmerte sich darum, ob sie nun lebten oder starben. They were German cockroaches. Das waren die deutschen Kakerlaken. But they weren't. Aber sie arbeiteten. They were beautiful German human beings. Schöne deutsche Menschenwesen. And until you can learn what they went through, Und bis ihr lernen könnt, was die durchgemacht haben, you will never be German werdet ihr keine Deutschen sein. because they are a part of you. Sie sind nämlich ein Teil von euch. I use the word is
Ich verwende das Wort ist, because they are still part of you. denn sie sind auch jetzt Teil von euch. And someday, Eines Tages, maybe not tonight, heute vielleicht but nicht, someday irgendwann you need to cry for these people. müsst ihr weinen für diese Menschen, Real tears, wirkliche Tränen vergießen. because no one was there to cry for them. Denn es war kein Mensch da, der für sie geweint hat. So now they made it into Dresden, Also sind sie nach Dresden and gekommen, they have to sit on the road. mussten auf der Straße There's sitzen, no room for them. weil es überhaupt keinen freien Raum mehr gab. There's no food for them. Essen gab es auch nicht für sie. And there's no men. Und keine Männer waren da. And here comes the Americans Und nun kommen die Amerikaner with bombs as big as a Volkswagen. mit Bomben, die waren so groß wie ein Volkswagen. Over and over and over. And then here comes the British. Und sie fallen runter, eine nach der anderen. Jetzt kommen die Briten. They sit up there eating donuts. Die sitzen da oben und essen ihre Berliner oder Donuts. Because they have no ammunition. They have no flak. They have nothing to help them. Sie haben keine Munition und keine Flak, um ihnen helfen zu können. So who died in Dresden? Wer ist in Dresden gestorben? It's the woman you just looked at in this room. That's who died at Dresden. Diese Frau, die wir soeben in diesem Raum erstehen lassen haben und die ihr angeschaut habt. Up till tonight, they were faceless people. Bis heute Abend waren die dort Verstorbenen für euch Gesichtslose. Because that's what the Allies wanted you to think. Und genau so wollten die Alliierten, dass ihr denkt. They were below human. Sie waren Untermenschen. And here's what the Allies said. Und was sagten die Alliierten? They deserve to die. Die haben es verdient zu sterben. They had it coming to them. Wir haben sich selbst zuzuschreiben. We had to teach them a lesson. Wir mussten ihnen ja eine Lektion beibringen. It was good that they died. War schon in Ordnung, dass die gestorben sind. We're going to kill all the wives. Alle Ehefrauen We're going to kill all the children. alle Kinder werden wir töten. And then their men Und ihre Männer, on the front lines die ganz vorne an der Front stehen, will throw down their guns and quit. werden ihre Gewehre fallen lassen und sich ergeben. They didn't deserve to die. Sie haben es nicht verdient zu sterben. They didn't have it coming to them. Die haben sich nichts zuzuschreiben. It was premeditated murder. Das Ganze war vorausgeplanter Mord. None of those women with their babies should have died. Not one. Nicht eine dieser Frauen mit ihren Babys und Kindern hätte sterben sollen. If gentlemen and civilized people had been involved, Wenn es sich um Gentlemen und um zivilisierte Menschen gehandelt hätte. the head of the British Secret Service Der Chef des britischen Geheimdienstes said, "Don't do this. hat noch gewarnt. Lasst das sein, macht es nicht. Don't do this in Magdeburg, in Kassel, in Hamburg, in Nuremberg, in Dresden. Don't do it." Greift die Magdeburger, die Kasseler, die Nürnberger, die Hamburger und die Dresdner nicht an. It's a Kriegsverbrechen. It's a war crime. Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen. But they did it anyhow. Aber sie haben es trotzdem gemacht. And you need to learn how to have empathy with these people. Und für euch ist es wichtig, dass ihr lernt, Empathie gegenüber diesen Menschen zu It's entwickeln. one thing for you to be reconnected with your own Ahnen und Urahnen. That's one thing. Das eine ist, dass ihr euch verbindet mit euren Ahnen und Urahnen. But every single one of these mothers
belongs to you as well. Aber jede einzelne dieser Mütter gehört zu euch. You are not homeless in this land. Ihr seid nicht heimatlos in diesem Land. You're still being treated unjustly. Ihr werdet auch heute noch ungerecht behandelt. You live in this land, Ihr lebt in diesem Land, but someone else owns the land. während ein anderer dieses Land besitzt. And you have to be silent Und ihr müsst den Mund halten and repeat a story und die Geschichte wiederholen, in order to get a job. nur um eine Arbeitsstelle zu bekommen. And from the day you were born, Vom Tage deiner Geburt, every one of you, von euch allen, you knew something was wrong with the story. wussten alle hier, dass irgendwas mit der Geschichte nicht stimmt. You knew it, Ihr wusstet es. but you were afraid to ask a question. Und ihr hattet Angst, eine Frage zu stellen. A 4-year-old German child could figure this out. Ein 4-jähriges deutsches Kind könnte das herausknobeln. That's how stupid the story is. So blödsinnig ist diese Geschichte. Don't you know these are your brothers and sisters who were murdered on the Rhine, who were murdered in their beds, who were murdered on the roads? Don't you know they're your brothers and your sisters? Ist es euch nicht bewusst, dass es sich um eure Brüder und Schwestern handelt, Don't you know you're part of a family? die am Rhein gestorben sind, in ihrem Bett oder auf der Straße? Wisst ihr nicht, dass ihr eine Familie seid? No, I don't think you do. Nee, ich glaube nicht. That's why you're homeless. Und deshalb seid ihr heimatlos. That's why you have to put your bag next to you on the bus. Deshalb müsst ihr eure Tasche auf den leeren Platz neben euch im Bus stellen And look out the window. und aus dem Fenster rausschauen. You don't hear anything. Ihr hört nichts, You don't see anything. ihr seht nichts You don't feel anything. und ihr fühlt nichts. Well, you're going to be free by the middle of February Und ihr werdet Mitte Februar frei sein. by the will of God. Und zwar, weil Gott es so will. And I hope you can cry for these people. Und ich hoffe, dass ihr Tränen vergießen könnt für diese Menschen, Who lived in Todesangst every day die tagtäglich in Todesangst gelebt haben, because they had no protector. weil niemand sie beschützt hat. No one cared whether they lived or died. Weil es den Leuten egal war, ob sie gelebt haben oder gestorben sind. And it kept going on after the war. Und nach dem Krieg ging es einfach so weiter. 2.4 million Germans died after the war. 2,4 Millionen Deutsche sind nach dem Krieg gestorben. Not in the Rhine-Wiesenlage, Nein, nein, nicht im in Rheinwiesenland, the rest of the country. sondern im übrigen Land. They died of starvation. An Verhungern sind sie gestorben, They died of exposure. dem Wetter ausgesetzt sind sie gestorben. They died because they were murdered, Sie sind gestorben, weil sie ermordet worden sind, walking on the roads, indem sie auf den Straßen gegangen sind trying to find a place to go. und eine Heimat gesucht haben. From 46 to 49, 2.4 million more died. Und von 46 bis 49 sind 2,9 Millionen Menschen zusätzlich gestorben. And 80% of them were women and children again. Und wieder waren 80% von den Verstorbenen Frauen und Kinder. Deutsche cockroaches. Eben deutsche Kakerlaken. They had it coming.
Die haben sich selber zuzuschreiben. No, they didn't. Haben sie nicht. It was premeditated murder. Das war geplanter Mord. Now, I am to come here tonight and tell you to separate you from the story. Also meine Aufgabe heute Abend ist es, euch zu sagen, euch zu trennen von dieser Geschichte. And I am to tell you that God loves you. Und ich soll euch sagen, Gott liebt euch. And He is proud that He created you. Und Gott ist stolz darauf, dass er euch geschaffen hat. So we need to write a whole new story. Also müssen wir eine ganz neue Geschichte schreiben. Because you are separated from God. Denn ihr seid von Gott getrennt. You were told by Bletchley Park that God betrayed you. Die Bletchley Park Operateure haben euch weisgemacht, Gott hätte euch im Stich gelassen. He didn't like you. Dass Gott euch nicht mag. What was on the belt buckle of every German during the war? What was on the belt buckle? Was stand genau auf dem Koppelschloss jedes deutschen Soldaten im Weltkrieg? Gott mit uns. Gott mit uns. 8.5 million belt buckles. Es gab 8,5 Millionen Koppelschlösser mit diesen Aufschrift. And the Allies said, ha, 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 God betrayed you. Und die Alliierten machten sich lustig und sagten, Gott hat euch im Stich gelassen. Because He doesn't like you. Der mag euch nicht. Because you are the Burzovich. Weil ihr so böse seid. You are a mistake. Weil ihr ein Fehler seid. And the others are the heroes. Und die anderen sind die Helden. Well, here I am. Und hier stehe ich. God says I'm to tell you. Gott sagt mir, es euch zu sagen. He loves you very, very much. Dass er euch sehr, sehr liebt. And if you will trust in Him, und wenn ihr Gott vertraut, just a little tiny bit, wenn es auch nur ein kleines bisschen ist, He will be your protector. dann wird Gott euer Beschützer sein. He has given me the power to protect you. Gott hat mir die Macht gegeben, euch zu beschützen. First time in 77 years you've had the power. Zum ersten Mal in 77 Jahren habt ihr diese Macht bei euch. You are not to act like losers anymore. Und ihr dürft jetzt nicht mehr als die Verlierer euch verhalten. God says He wants you to be Gott sagt, er möchte, dass ihr exactly who He created you to be, genau die Menschen seid, die er erschaffen hat. and to realize that you have abundance all around you. Und dass ihr erkennt, dass um euch herum eine große Fülle ist. I am to bring you the truth. Ich soll euch die Wahrheit bringen. I was born to give up my life Ich bin geboren worden, um mein Leben aufzugeben, so that you would live. damit ihr leben könnt. Live fully. Und voll und ganz leben könnt. Not survive Nicht überleben in a lie, in einer Lüge, but to live full sondern ein volles Leben lebt in the truth. in Wahrheit. But we have a problem. Aber wir haben ein Problem. The Allies have made sure that you are too weak to be free. Die Alliierten haben dafür gesorgt, dass ihr zu schwach seid, um frei zu sein. So, God sets you free, Gott befreit euch and they make sure you're too weak to succeed. und sie sorgen dafür, dass ihr zu schwach seid, um auch Erfolg zu haben. You're going to have to go through some difficult times
over the next few weeks. In den nächsten paar Wochen müsst ihr eine schwierige Zeit durchstehen. Because 96% of Germans are home tonight sleeping. 96% der Deutschen sind heute zu Hause und schlafen. They're hiding Sie verstecken sich, because they're afraid. weil sie Angst haben. But when Germans are Germans, Wenn aber Deutsche Deutsche sind, they're not afraid of anything. haben sie von nichts Angst. So that means that you have to become stronger than you are. Das bedeutet nun, dass ihr stärker werden müsst, als ihr seid. Physically stronger, Körperlich stärker, emotionally stronger, emotional erstarken and spiritually stronger. und geistig stärker werden. Because you have a responsibility Denn ihr habt eine Verantwortung, to take control of your own nation. wieder die Kontrolle zu übernehmen über eure eigene Nation. I must ask you one time, Ich muss euch einmal fragen, what is the name of this nation? wie heißt dieses Land? I'm going to ask you now. Ich stelle jetzt die Frage And I'm going to watch every one of you. und ich schaue genau hin bei euch, jeden Einzelnen. I want you in unity to tell me the answer. Ich möchte, dass ihr als eine Stimme mir die Antwort gebt. Are you ready? Bereit? In the back? Are you ready? Ganz hinten auch? What is the name of this nation? Deutschland! There was one person who didn't say it. Einer hat es aber nicht gesagt. I won't point to them. Ich werde nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. This time, you too. Dieses Mal sprichst du mit. Are you ready? Bereit? What is the name of this nation? Deutschland! And what are you? End of story. Fertig mit der Geschichte. Now we have a new story. Die neue Geschichte beginnt. Whose land is this? It's your land. You own it. Wem gehört dieses Land? The politicians don't own it. Euch gehört es, die Politiker, denen gehört es nicht. The allies don't own it. Und den Alliierten gehört es auch nicht. How many American bases are there in your land? How many? Wisst ihr, wie viele amerikanische Militärbasen es in eurem Land gibt? 119. About 117. 117 ungefähr. Now, is that on the worst land in Germany? The worst? Sind diese Basen dort, wo es Ödland gibt? No. It's on the best land in Germany. Nein, im allerbesten Land. And how much did they pay you for it? Und wie viel zahlen sie euch für das Land? Nothing. Gar nichts. Now you add in the 28 British bases. Und jetzt kommen noch die 28 britischen Militärbasen dazu. So why do you feel homeless in your own country? Wie kommt es also, dass ihr euch im eigenen Lande heimatlos fühlt? Why are you afraid to ask a question? Und warum habt ihr Angst, Fragen zu stellen? Why do you believe a lie that a 4-year-old could figure out? Warum glaubt ihr eine Lüge, die sogar ein Vierjähriger herausknobeln kann? God is proud of you. Gott ist stolz auf euch. And when you say, yes, but I'm not proud, Und wenn du dann aber sagst, ich bin nicht stolz, you dishonor God. dann entehrst du Gott. You're going to need him in the next few weeks. Ihr werdet ihn brauchen in den nächsten kommenden Wochen. And you're going to need each other. Ihr werdet einander brauchen. And you're going to need more friends than you have today. Und ihr braucht noch mehr Freunde, als ihr heute habt. Believe me. Das könnt ihr mir glauben. Real friends. Echte Freunde.
Sorry, Frank. I have a question for you. Eine Frage an euch. One. I'm over 77. Ich bin über 77 Jahre alt. I could keep going, Ich könnte weiter Liegestütze machen, but it would be boring. aber das wäre dann doch langweilig. Why can't the 27-year-old German in the Army, Navy, and Air Force do this? Why? Warum kann ein 27-jähriger Deutscher, der in der Armee oder in der Luftwaffe oder auf Schiffen ist, nicht auch so viel Liegestütze machen? Because the Allies don't want them to. Weil die Alliierten das nicht wollen. They don't want you to be strong. Sie wollen nicht, dass ihr stark They seid. don't want you to have a strong army. Sie wollen auch nicht, dass ihr eine gute Verteidigung habt. They want you to be weak forever and ever. Sie wollen, dass ihr immer und immer schwache bleibt. It's over with, people. Das ist nun vorbei, liebe Leute. Genug ist genug. It's over with. Schluss damit. And I'm to come here and tell you. Und ich soll hierher kommen, um es euch zu sagen. A man stood up in the audience the other day. Neulich ist ein Mann aufgestanden im Publikum. He said, William, why do we have to wait so long? Er fragte William, warum müssen wir denn so lange warten? We're anxious, we're in a hurry. Uns pressiert's. Wir wollen, dass was passiert. We've been patient too long. Wir müssen schon so lange Geduld haben. February is so far away. Ach, bis Februar ist noch lange hin. I've been waiting for you for 77 years. Und ich habe 77 Jahre lang auf euch gewartet. This guy can't wait for 77 days? Und dieser Mann kann noch nicht mal 77 Tage abwarten. It's soon enough, believe me. Das wird schon bald genug sein. You need to start getting ready, people. Also macht euch jetzt bereit dafür. Don't say that no one came to tell you. Don't say that. Sagt nicht, dass euch keiner vorgewarnt hat. And make friends. Und schließt Freundschaften. I love you as you are. Ich liebe euch so, wie ihr seid. Love yourself as you are. Liebt euch selbst so, wie ihr seid. Love other Germans as they are. Und liebt andere Deutsche, wie sie sind. Stop criticizing them. Hört auf, andere zu kritisieren. Stop finding fault with them. Hört auf, irgendwelche Fehler an ihnen zu finden. It's hard living in Germany today. Es ist schwer, in Deutschland zu leben. And it's going to get harder. Und es wird noch schwerer werden. Be kind to other Germans. Seid nett mit anderen Deutschen. Give them a hug. Umarmt sie. Try it. Versucht es. I do it all the time. Mache ich die ganze Zeit. Feels good to hug Germans. Und es fühlt sich gut an, Deutsche zu umarmen. Now I've told you everything I was supposed to tell you. Jetzt habe ich euch alles erzählt, was ich euch sagen sollte. And you need to think about things. Und jetzt ist es an euch, darüber nachzudenken. The best thinking people on earth. That's you. Ihr seid diejenigen, die am besten auf der Welt denken können. And you're not allowed to think at all. Doch man erlaubt euch nicht, eigenständig zu denken. You go through life like happy slaves. Ihr lebt ein Leben von glücklichen Sklaven. Homeless people in your own land. Heimatlose Menschen im eigenen Land.
I'm finished. Fertig. Now, traditionally, I'm supposed to ask you if you have any questions for me. Üblicherweise stelle ich nun die Frage, ob jemand eine Frage an mich stellen möchte. Good, there's no questions. Ein Glück, keiner stellt eine Frage. Go ahead, Sir. Aufstanden, bitte. Sir, I knew personally your German forefathers, as you say. Also, lieber Herr, ich kannte deine Vorfahren persönlich. And I am happy to tell you what they were like. Und ich sage dir mit Freude, wie deine Vorfahren waren. You weren't with them. Ihr wart nicht mit ihnen, nein, du warst nicht mit ihnen, I was with them. sondern ich war mit ihnen zusammen. They were family-loving people, all of them. Alle waren sie familienliebende Menschen. They were freedom-loving people. Und sie liebten die Freiheit. You could make Germans go silent, Und man konnte die Deutschen still bekommen, but you could never capture them. ohne sie gefangen zu nehmen. They were freedom-loving people. Ja, sie waren freiheitsliebende Menschen. And they loved their land. Und sie liebten ihr Land. You don't love your land, Aber ihr liebt euer Land nicht. but they loved all of your land. Und sie lieben all euer Land. They loved the smell of the soil. They loved the water. They loved the air. Sie mochten den Geruch der Erde, das Wasser und die Luft. And they loved their lives as Germans. Und sie liebten ihr Leben als die Deutschen. They knew nothing about a big picture, nothing whatsoever. Sie hatten gar keine Ahnung von einem größeren Zusammenhang. They were busy living and raising their children. Sie waren damit beschäftigt, mit ihrem Leben durchzukommen und ihre Kinder großzuziehen. And when you love something, Und wenn man etwas liebt, and they loved Germany. und die liebten Deutschland. To love means to protect. Lieben heißt zu beschützen. They are one and the same, love and protect. Lieben und beschützen sind gleich. They went and did their duty. Sie haben ihre Pflicht erfüllt. They knew nothing about politics, nothing about the world, nothing about Churchill, nothing about Stalin. Von Politik und von der Welt hatten sie keine Ahnung, von Churchill und Stalin auch nicht. I knew them. Ich kannte sie. They were filled with hospitality. Sie waren voll mit Gastfreundschaft They would give you anything und haben jedem alles Mögliche gegeben, if you visited them. wenn man zu Besuch kam. Beautiful people. Das waren schöne Menschen. And that goes back 100 years, and 300 years, and 1,000 years. Und so verhielten sie sich vor 100 Jahren, vor 300 Jahren und vor 1000 Jahren. I do not believe, sir, Ich glaube es nicht, Herr, that they were one iota more harmful than any American, than any British, than any French, than any Russian, than anyone. They were not one iota more harmful. Also sie waren nicht ein Iota schädlicher oder gefährlicher als die Briten, die Amerikaner, die Franzosen, die Russen oder sonst jemand. I knew them. Ich kannte sie. They were wonderful, wonderful people. So wunderbare Menschen waren sie. Caught up in a huge mess. Und sie waren gefangen in einem riesengroßen Durcheinander. They were human beings. Menschen waren sie. I make mistakes every day. Ich begehe jeden Tag Fehler, Stupid mistakes. alberne Fehler. So do you. Ihr auch. So did they. Und sie auch. End.
Go ahead, ma'am. Thank you. When did it change? What language are you speaking? I can't understand it. When did things change and why? Was it pre-planned or premeditated? Yes. And who premeditated it? There were 50 nations who had signed on to destroy Germany militarily. 50. 50 Nationen haben unterschrieben, dass sie für die militärische Vernichtung Deutschlands gehen würden. Most of these were Western-oriented nations, Die meisten dieser Nationen waren westlich ausgerichtet. which means they love money. Sie mochten Money. Geld, ganz viel Money. Geld. And you were told you had to be controlled because you were so bad. Und euch hat man erzählt, dass ihr kontrolliert werden musstet, weil ihr so böse seid. And you didn't believe in money. Aber ihr glaubtet nicht an You Geld. believed in families, integrity, work ethic. Ihr glaubtet an Familie, Integrität und Arbeitsmoral. So you were strange people. Ihr wart komische Leute, You were foreign people. fremdartige Menschen. They were jealous of you. Sie waren eifersüchtig. They auf were euch. fearful of you. Sie hatten Angst vor euch. They were envious of you. Sie waren neidisch auf euch. And they decided to destroy you. Und dann haben sie beschlossen, They weg mit denen. couldn't do it from outside, Von außerhalb schafften sie es nicht. so they decided to do it from inside. Also haben sie beschlossen, von innen zu zerstören. They took your inwardness Sie haben eure Innerlichkeit benutzt and they worked it against you. und sie so manipuliert, dass sie gegen euch gerichtet war. So you didn't even like yourselves Damit ihr nicht mal euch selbst ausstehen and you didn't konntet like each other, und die anderen nicht mehr mögt. but you never knew why. Ihr wusstet bloß nicht, warum das so ist. You look like Germans, but you act like anti-Germans. Ihr seht wie Deutsche aus, aber ihr verhaltet euch wie Antideutsche. They created a new type of human being Sie haben eine ganz neue Art von Menschen geschaffen. in their own image, In ihrem Ebenbilde. not God's image, Das war nicht in Gottes Ebenbild, in their image. sondern im Ebenbild der Alliierten. And they said, now we've destroyed them forever. Dann kamen sie dazu zu sagen, jetzt haben wir sie auf ewig zerstört. They had to destroy you, not because you were so bad. Sie mussten euch zerstören, nicht weil ihr so böse wart, They had to destroy you because you were too good. sondern sie zerstörten euch, weil ihr zu gut wart. See, the whole story is upside down. Die ganze Geschichte ist auf den Kopf gestellt. The life you live in is upside down. Und euer Leben ist ebenfalls auf den Kopf gestellt. Now, God is turning it right side up. Und Gott stellt die Sache nun wieder auf die Füße. And you need to get ready. Und ihr müsst dafür bereit sein. You're about to be free. Ihr seid kurz davor, befreit zu sein. Und wann wurde das entschieden und warum? And when was it decided and why? It was decided in probably February of 1943. It took us about 4 months to get the brightest people on earth from Harvard, Yale, Princeton, Chicago, Oxford, Cambridge, London. We got them all together in one place. We gave them all the money they could ever need. And we gave them only one goal. Februar 43 wurde das entschieden. Da wurden die allerbesten Köpfe aus den besten Universitäten in den USA, Princeton, Harvard und andere, und London. Oxford, Cambridge. Ja. Und dann noch wurde ihnen Geld nachgeschmissen, so viel sie haben wollten. They only had one goal. Nur ein Ziel hatten sie. And they all lived together. Und They ate together.
Sie lebten am selben Ort, aßen zusammen. Destroy the German mind. Ihr Ziel war, den deutschen Geist zu zerstören. Turn them against themselves. Die Deutschen gegen sich selbst zu kehren. So they are their own worst enemy. Damit die Deutschen ihr eigener schlimmster Feind sind. And then never tell them about it. Never. Niemals ein Wort darüber verlauten lassen. Never were you to hear the word Bletchley Park. Never. Ihr solltet nie im Leben erfahren, dass es ein Wort wie Bletchley Park gibt. But you know, if Bletchley Park was kept from you, aber ihr wisst, dass Bletchley Park euch vorenthalten wurde. if the Rheinwiesenlager was kept from you, und ihr wisst, dass die Rheinwiesenlager euch vorenthalten wurden. if you didn't know about this woman in Dresden and her babies, wenn ihr nicht wisst von dieser Frau in Dresden und ihren vielen kleinen Kindern, then what else don't you know? was wisst ihr dann nicht? Dann auch noch nicht. Think about it. Denkt darüber nach. Okay, go ahead, sir. William, werden wir dich 2023 auch wieder persönlich sehen? William, will we meet in person in 2023? What, you mean you and I? Meinst du wir beide? As a group, he said. Yes. Yes. You're going to grow into unity again. Ihr werdet wieder in Einigkeit zusammenwachsen. And you're going to work very hard together again. Und ihr werdet sehr schwer arbeiten, gemeinsam. Germans aren't afraid of hard work. Das schwere Arbeiten macht den Deutschen nichts aus. If the cause is good, wenn die Sache einem noblen Zweck dient, you're going to grow strong again. Ihr werdet wieder stark werden. And you're going to grow in unity again. Und ihr werdet wieder in Einheit And zusammenwachsen. you're going to be aware that you are a family. Und ihr werdet euch bewusst werden, dass ihr eine Menschheitsfamilie With seid. those who came before you. Und zwar zusammen mit denen, die euch vorausgegangen sind. And the babies who aren't even born yet, who come after you. Und mit den Kindern, die heute noch nicht mal geboren sind, die erst nach euch erscheinen werden. It is your courage, Es ist euer Mut, your hard work, eure schwere Arbeit, that will make a new Germany. die ein neues Deutschland entstehen lassen wird. So that every baby born, So dass jedes neugeborene Baby, when they grow to be a teenager wenn die dann im Teenageralter sind, in the new Germany, im neuen Deutschland, if they choose to, und es so entscheiden, they can come out the front door of their house, their apartment. können sie aus ihrer Wohnung oder ihrer Haustür rauskommen And the first person they see on the street, und der Erste, dem sie auf der Straße begegnen, if they choose to, wenn sie es wollen, they can walk up to them auf den können sie zugehen and say, I am a German. und die Worte sprechen, ich bin ein Deutscher. I am proud to be a German. Ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. And unlike today, Und im Gegensatz zu heute the person they meet wird dieser Fußgänger, den sie treffen, will say, me too. ich auch. That's the world you're heading for. In diese Welt wachst ihr hinein. Now, just a moment. Augenblick. Just a moment. I see the hand in red back there. I see it. Jemand im roten Pullover. You want to practice your empathy, Willst du Empathie üben? your Mitgefühl? I'm an old man. Ich bin ein alter Mann. I'm about to fall off the stage. Ich fall gleich die Bühne And then runter. you have to catch me. Dann müsst ihr mich auffangen. I've still got hours to go tonight. Ich muss noch stundenlang fahren heute Nacht. Can I go home? Darf ich jetzt heimgehen? Oh, go ahead. Die Dame in Rot. Go ahead. Just a minute.
2 Damen in Rot. When will things get better? At the moment we feel as if the pressure is mounting. It is mounting. Ja, es wird schlimmer. It's going to be a struggle over the next 70 some days, okay? This is a struggle, sorry. Also die kommenden 70 Tage werden ein Kampf, werden ein Ringen. You will make it through. Ihr werdet es doch stehen. If you remember God in your heart, Wenn ihr euch an Gott im Herzen just a erinnert, little bit, es reicht ein klein wenig. you will be protected. Ihr werdet dann beschützt I sein. promise you. Das verspreche ich euch. If you want to go off on your own, Wenn ihr ausscheren wollt und alleine sein wollt, if you're full of pride and arrogance and you want to go off on your own, wenn ihr hochmütig und arrogant seid und Then- lieber es alleine machen wollt, then I can't help you. dann kann ich euch nicht helfen. You'll suffer. Dann werdet ihr leiden. That's your choice, not mine. Das ist eure Entscheidung. Ich entscheide das nicht. Things are going to get rough for a while. Dann wird es schwer, It has to be that way. weil es so sein muss. I can't leave 96% of the Germans sleeping. Ich kann es nicht erlauben, dass 96% der Deutschen weiterhin schlafen. I've got to wake them up. Ich muss sie aufwecken. And there's no other way. Es gibt keinen anderen Weg. But I have a message to leave you with. Aber ich habe eine Botschaft an euch. God says to you, Gott sagt dir, do not be afraid. fürchtet euch nicht. Remember who you are. Erinnert euch, wer ihr seid. Remember who I created you to be. Erinnert euch, als wen ich euch geschaffen habe. When Germans are Germans, Wenn die Deutschen Deutsche sind, they're not afraid of anything. haben sie vor gar nichts Angst. When the dark clouds come, Wenn die dunklen Wolken sich auftürmen, the Germans rise up. dann stehen die Deutschen auf. Now I have to go away. Und jetzt muss ich mich Thank you so verabschieden. very much for coming. Vielen, vielen Dank. Thank you. That was great, William. Have a good night.